Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den DeWalt 405 Akku-Winkelschleifer an. Das ist im Prinzip, was ich mich auskenne, der günstigste Winkelschleifer von DeWalt, den es gibt. 9000 Umdrehungen pro Minute. Seht relativ, oder Schnellspann, Mutter, eben relativ dick. Und Plastikgriff finde ich, ja, Verarbeitung mittelmäßig vom Plastikgriff. Das Hitze oder das Schutz, die Schutzhauben, ja, ist okay, würde ich sagen. Es gibt bessere. Bosch macht es viel besser. Ja, ist okay. Ist es nicht extrem schlecht, aber auch nicht besonders gut. Was aber ganz gut ist, ist der Griff, die Verarbeitung, sonst wie er sich anfühlt, ganz gut. Das gefällt mir wirklich. Schauen wir uns dann gleich einmal noch den Rest an, die Lautstärke und wie schnell das ausgeht. Das Gute bei ihm ist, der geht genau gleich schnell aus, ob mit Schleifteller oder ohne Schleifteller. Das ist wirklich unglaublich. 1,3 Sekunden. Dann werdet ihr nachher sehen, wenn ihr das nochmal testet. Da Vibrationen, da ist er ganz gut, muss man sagen. Im Leerlauf ist er wirklich top. Da sind die Vibrationen echt relativ niedrig. Oben greift man eh nicht, deswegen misst ihr das ja nicht. Da gibt es Stellen, wo man eben greift. Eben im Daumen sind es 4,5 Meter pro Sekunde. Und da am Hartplastikteil seht ihr 2,7. Da mit Scheibe ändert sich ein bisschen was, nicht extrem viel. Das ist mit der Hiltescheiben. Und ja, es ändert sich im Prinzip nicht viel. Ich habe gesehen 5,1 und da oben 3,6, 3,8. Also ist ein bisschen mehr geworden. Das mit der Bosch Schleifscheibe, was mit der los ist. Ich meine, der erhöht bei jedem extrem die Werte, was eigentlich auch gut ist, weil dann können wir auch vergleichen. Jetzt geht auf fast 30 Meter pro Sekunde, im Daumen seien es auch 30 und da seien es eben grobe 20. Trotzdem ist sie im Leerlauf, natürlich werden wir auch in Zukunft vergleichen, wie sie sich auch im Daumen, also wie man verschiedene Messwerte, aber ihr seht, das wollte ich euch zeigen, der geht so schnell aus, auch mit Schleifscheibe. Bei den meisten verlängert sich das extrem, der DeWalt bremst genau gleich gut wie mit und ohne Schleifteller. Das gefällt mir wirklich extrem. Auch die Leistung, braucht man gar nicht reden, das ist eine Maschine, also wie der schneidet, hat mir extrem Spaß gemacht. Für das Geld wirklich ein extrem guter Winkelschleifer von der Leistung. Wirklich sehr schön. Auch mit einem normalen 5 Ampere-Stunden Akku. Ich habe auch den Powerstack verwendet. Man kann auch 6er, 9er, 12er. Die Multivolt Akku nehmen die 54 Volt. Man kann auch den 9 8 Ampere-Stunden Akku nehmen. Der wäre nochmal ein bisschen besser. Aber der 5 Ampere Powerstack ist definitiv einer von den besten, Preis-Leistung und von der Größe. Und auch der normale 5 Ampere, wenn man die Leistung nicht unbedingt benötigt, ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr seht, das ist mit 5 Ampere-Stunden Akku, sind wir bei ungefähr 11 Kilo, 11,7. Das ist immer nur der 5er, der normale. Auch mit dem hat er ordentliche Leistung. Ich meine, ist sehr stark. Seht auch jetzt 11,6. Dann wechsle ich, glaube ich, gleich einmal. Ich jetzt noch nicht, aber jetzt gleich wechsle ich auf den 5 Ampere-Stunden Powerstack Akku. Das steigt natürlich, die Leistung steigt, das werdet ihr gleich sehen. Da teilweise deutlich, 12,1 ist schon deutlich besser. Teilweise aber seien es noch höhere Werte, glaube ich, die gemessen habe, bin mir nicht ganz sicher. 12,7 eben, also gutes Kilo mehr. Und das macht sich generell bemerkbar. Powerstack bringt nochmal 150 Watt oder sowas ungefähr. So, kommen wir nun zum Fazit. Also, Platz 1 bei mir. Das ist der DeWalt 405 dabei, von den 18 getesteten, 17 getestete Winkelschleifern, teilweise Strom, teilweise Akku. 2,98 Sekunden braucht er, um das zu schneiden. Wirklich extrem gut. Gewicht 1,75 Kilo. Scheibendurchmesser 125er, eben Vibrationen 58 Meter pro Sekunde. Ist besser als die Bosch Winkelschleifer, deutlich besser. Schlechter als Einhell oder Works. Aber definitiv im Vergleich mit der Leistung und den anderen, die in der Leistungsklasse sind, ist es definitiv sehr gut. Nicht auf ganz weit weg von Hilti-Niveau, aber Hilti kostet fast das Dreifache oder mehr als das Doppelte, meine ich. Und ich entschuldige mich. Und ja, eben, aber für 140 €, also wirklich extrem. Also Preis-Leistung ist extrem gut, kann man nur sagen. Lautstärke 93 dB, relativ gute Motorbremse, sehr hohe Leistung von 12,4 Kilogramm. Das ist umgerechnet, kann ich euch gleich mal umrechnen, ich glaube 1100 Watt grob. Und ja, es ist einfach extrem schöner Winkelschleifer, liegt schon in der Hand, preislich sehr attraktiv. Die Bremse funktioniert top.
Die Hauben, kann man sagen, mittelmäßig. Und ja, was gibt es da noch zum Sagen? Verarbeitung auch ist okay. Also es gibt wirklich kaum was Negatives zu sagen. So vor allem wirklich top. Alle Winkelschlaufen sind unten verlinkt. Wenn ihr etwas über Amazon bestellen wollt, würde das Kanal unterstützen. Vielen Dank für jeden, der es macht. Vielen Dank für jeden, der schaut. Kommentar da lässt, Daumen nach oben. Servus, danke. Bis zum nächsten Video und ciao.